Yes, very good. Thank you very much. Okay, ich hab's jetzt. Ja, bist du da? Lieber gib mir noch mal ein bisschen Gaffer. Ja, das ist lösbares Kaffee, macht keine Rückstellung. Ja, genau, genau. Das ist Super. Okay, super, herzlichen Dank. Ja, sorry, wir hätten das vorher. Have some? I have some now. Okay. I also found a way to make this higher. Yeah, Michael, can we do the camera position first, maybe? Okay, so now okay, so let's adjust the camera maybe. Then okay. But what if we were yeah, maybe just yeah, anyway. In the middle? Yeah. Really good. Yes, I know. Yeah. I really get sit on this side. Yeah, maybe. You don't? What do you think we can say? Das ist
der Herr von der Technik, ihr kennt euch das sicher schon, nehme ich an. Und die Frage nach einem Headset, könnt ihr das? Wer will reden? Niemand? Am Headset dann? Everything. Wer denn? Bitte, dann muss er also angelegt bekommen. Der ist noch nicht da. Ach so, alles klar, okay. Ich dachte, wir sitzen ja alle schon. Nicht dabei sein, aber das muss auch angehen. Weil normalerweise machen wir den Fragen und muss das verpflichtet werden. Aber schon also genau. Ja, das ist bei der Macht auch das. Ja,
So I think something similar might happen here today. Assuming you're the truth seekers and the priestess is also here. And so the topic today is the 10 inconvenient answers. That the idea of Rinpoche was that we gather some answers in a group. So we met in Berlin and discussed about this, and also we received some emails. So I think sort of 35 people contributed in creating questions to Rinpoche. They're like in 6 topics, and altogether maybe even 20 questions. But the title is nevertheless 10 inconvenient answers. Inconvenient also we assume because it might be uncomfortable for Rinpoche to say certain things, and it might be also uncomfortable for us to hear them. But if it's for the truth, then let's do it. So I think everybody knows Rinpoche, and another good reason to be here in Delphi is also that it's a cinema, and Rinpoche is of course a filmmaker, and there's also a very new film coming up soon. And Rinpoche has also many other activities. You can Google them, like Kien's Foundation, Siddhartha's Intent, which is the organizer of this event, Lotus Outreach, Kien's Vision Project in 84,000. He's an author, and yeah, and one of his jobs is to be a wonderful teacher. So please, Rinpoche. I want to speak in German. Und kurz auf Deutsch. Willkommen. Ja, willkommen an Rinpoche, willkommen an die anderen Lehrer hier und an alle von euch. Im alten Griechenland ist es ja so, da ging man, wenn man die Wahrheit gesucht hat, nach Delphi zum Orakel und hat dann von der Priesterin, die im Trance war, über so einer Erdspalte stehend, dann die Antworten bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht heute auch so ein bisschen ähnlich sein wird, dass wir hierher kommen, um mehr über die Wahrheit zu wissen oder die Wahrheit kennenzulernen. Und dass Rinpoche diese Priesterin vielleicht verkörpert und uns diese 10 unbequemen Antworten gibt. Das war Rinpoches Idee, dass wir Fragen sammeln. Das haben wir gemacht in Berlin. Und auch über E-Mail haben wir vielleicht innerhalb von einer Gruppe von 35 Leuten haben wir so insgesamt circa 20 Fragen kreiert, die so in 6 thematische Gruppen aufzuteilen sind. Und Rinpoche wird die dann hoffentlich beantworten. Und ein weiterer guter Grund, warum wir hier in Delphi sind, ist auch, dass das hier ein Kino ist und Rinpoche ja als Nebenjob auch Filmmacher ist. Er ist auch Autor von vielen bekannten Büchern und hat viele weitere Projekte wie Kien's Foundation, können wir googeln, oder Lotus Outreach, Kien's Vision Project oder 84.000.co. Und ja, und deswegen kann Rinpoche jetzt bitte anfangen. So I begin with expressing my joy of being in this city, one of my favorite city, I have to say. Und Rinpoche möchte seine Freude ausdrücken, dass er hier in dieser Stadt ist. Das ist einer seiner Lieblingsstädte, muss er zugeben. I'm very encouraged. So many people are here. Und Rinpoche fühlt sich sehr ermutigt, dass so viele hier sind. Of course, I'm also, this is a little bit of a pleasure for me personally, because I don't know whether, I don't know what kind of expectations you have. Aber es baut auch einen gewissen Druck auf, da er nicht genau weiß, was wir alles so an Erwartungen dabei haben. But I feel very encouraged because obviously, you know,
the purpose of our gathering here is something to do with Dharma. And, it's amazing that there's still this kind of interest. Aber was ihn ermutigt und woran er sich erfreut, ist, dass es ja hier heute um den Dharma geht und das ist sehr beeindruckend und schön zu sehen, dass Interesse daran besteht. The interest in the Dharma seems to fluctuate a lot. Und das Interesse an Dharma, das scheint sehr zu schwanken. Of course, Dharma, as how I'm associated with, is actually quite foreign to Europe. Well, anyway, the West. Und den Dharma, mit dem Rinpoche verbunden steht, ist eigentlich etwas, was ein wenig fremd ist in Bezug auf Europa oder den Westen im Allgemeinen. The traditional sort of society that used to really host Dharma, there's a lot of degeneration. Und die traditionellen Gesellschaften, die normalerweise den Dharma beherbergen, die sind etwas am Degenerieren. India, where Dharma that, I follow, actually started, there it's almost extinct. Und der Dharma, den Rinpoche folgt, der kommt aus Indien und dort in Indien ist er fast ausgestorben. Then the traditional major sort of traditional Buddhist society or the Buddhist, culture, Japan, Korea, not the best. Und auch um die anderen traditionellen Länder und deren traditionellen Kulturen wie Japan vielleicht oder Korea, um die steht es auch nicht so unbedingt so gut. But of course, these are very broad statement, because when I say Dharma is there or not, what kind of Dharma we are talking, right? So it's one can be very specific. From that point of view, of course, we don't know. Und natürlich, das sind ganz grobe Verallgemeinerungen. Und wir wissen natürlich nicht genau, was spezifisch stattfindet, wirklich in Bezug auf den Dharma. In my life, first encounter with the Western people, the Dharma is in the 60s, late 60s, early 70s. Und das war Ende der 60er oder Anfang der 70er Jahre, dass Rinpoche zum ersten Mal westliche Buddhisten kennenlernte. And actually, some of the people that I have met at that time still alive, and some of them I can see it in this audience today. Some of them I can actually see in this audience. Manche von denen sind immer noch am Leben und manche von denen sitzen sogar hier im Publikum. Many of them were brought by interest in Mount Everest. Und manche leben in der Mount Everest-Region. Quite a lot of them through hashish. Und manche kamen dorthin wegen Haschisch. Probably some of them, sort of unsettlement by Vietnam War. Und andere wiederum kamen dahin wegen der ganzen Unruhen im Rahmen des Vietnamkrieges. But there were also a lot of people who were really, really looking for something, I guess, different. Aber manche kamen da wirklich dorthin, weil sie nach etwas anderem tatsächlich suchten.
I don't know much, but little bit that I've read or listened, it does look like Europeans have always had really an interest in knowing things that are not that obvious. Und was er so gehört oder gelesen hat, da hat er so insgesamt das Verständnis entwickelt, dass die Europäer ja oft Interesse an dem hatten, was nicht so ganz offensichtlich war. So now, fast forward 50 years, in between this, the Dharma also fluctuates quite a lot, even in the Western world, I feel. Und wenn wir dann vorspulen über die nächsten 50 Jahre, können wir auch in der westlichen Welt sehen, wie der Dharma da seine Höhen und Tiefen hatte. Why Buddha Dharma is, first of all, whether the Buddha Dharma is a trendy or not. Und ganz unabhängig davon, ob der Buddha Dharma jetzt trendy ist oder modern ist oder nicht. Or even if it is trendy, then why is it a trendy? Oder selbst wenn der Buddha Dharma in ist, warum ist er in? This is quite interesting for me. Das ist interessant für ihn zu beobachten. People who enter to the Dharma because they had LSD experience, because they somehow, begin to realize smallest is not the smallest, biggest is not the biggest, thanks to LSD. Und manche sind zum Dharma gekommen aufgrund Erfahrungen, die sie durch LSD gemacht haben, wo sie zum Beispiel erkannt haben, dass das anscheinend Kleinste doch nicht das Kleinste ist oder das, was man als Größtes vorher wahrnahm, dass man erkannte, dass das nicht unbedingt das Größte ist. And because of that, really wanting to experience, wanting to experience the transcend, wanting to experience this transcending the smallest and the biggest, the good, bad, whatever. That versus today, there's a bit of a interest in Buddha Dharma because somehow the mindfulness, because of the stress, because of the, I don't know, maybe stress and depression, and because of that, we have now some interest in Buddha Dharma. So you understand, so both are okay. One is not better than the other. Und so kamen sie dann zum Buddha Dharma, weil sie eben diese Konzepte oder Vorstellungen von Kleinsten oder Größten und so weiter transzendieren wollten. Und heutzutage kommen vielleicht Leute zum Dharma, weil sie aufgrund von Stress oder Depression dann mit Achtsamkeit, dem Thema Achtsamkeit in Berührung kommen und dadurch zum Dharma kommen. Und beides ist in Ordnung. Beides hat sozusagen seine Berechtigung, beide Zugänge. I'm encouraged because it shows, for me, it shows you have some still, interest in this world of paradoxy. Und was ihn erfreut dabei ist, dass dieses Interesse von euch es zeigt, dass ihr Interesse an der Welt der Paradoxe habt. And I think that's so important. Das ist so wichtig. For individually for ourselves and for the world, for the environment, for the peace, for the harmony, whatever. Das ist wichtig für uns individuell, für die Welt, für die Umwelt, für Frieden, für Harmonie und so weiter. Otherwise, if we get too rational, too empirical, too pragmatic, then we will lose this sort of the magic side of the world, the life and the world.
Aber wenn wir zu intellektuell oder pragmatisch oder empirisch werden, dann ja, verlieren wir quasi dieses Magische in der Welt oder wir verlieren die Möglichkeit, das zu sehen. India last year bought French fighter jet. Fighter jets, the Indians. Und letztes Jahr haben die Inder französische Kampfflugzeuge gekauft. 10, 20, fighter jets. 10 oder 20 davon. And they did all the negotiation, everything. Und die haben alles gut verhandelt und so weiter. And the day that the fighter jets are about to fly to India came, und als der Tag dann nahte, dass diese Kampfflugzeuge nach Indien fliegen sollten, and then on the airport, the tarmac, I saw about 10 Indian Pandit doing fire puja. Und dann an dem Tag, wo die dann daherkommen sollten, hat Rinpoche dann an dem Flughafen auf den Landebahnen diese indischen Panditas gesehen, die da ihre Feuerputsche abhielten. They were sprinkling water to the fighter jets. Und die haben dann das Wasser versprinkelt dann in Richtung dieser Kampfflugzeuge. They were, smearing sindoor and all those, blessing substance to the fighter jet. Und haben all solche Substanzen zum Segnen, wie zum Beispiel Sindhu und so weiter, dann da auf die Flugzeuge geschmiert. This is very important. Und das ist sehr wichtig. This is the part of the world still necessary. Und das ist ein Teil der Welt, der immer noch notwendig ist. So, when people ask me to speak, als Rinpoche gebeten wurde, hier zu sprechen, I know you receive so many great teachings from so many great masters. Ist ihm bewusst, dass ihr, die meisten von euch wahrscheinlich so großartige Belehrungen von so großartigen Meisterinnen und Meistern schon erhalten habt. And for me to just repeat something for a few hours, I thought it's not going to serve much purpose. Und er sieht da keinen großen Sinn darin, dann einfach die ähnlichen Sachen zu wiederholen für die nächsten Stunden. So I asked the organizers if they could come up with some questions, and especially questions that they really want to ask, they need to ask, but probably due to all kinds of reasons, they don't feel appropriate to ask. Und daher hatte Rinpoche uns Organisatoren gefragt, eben Fragen zu fragen, die wir uns sonst nie getraut hätten zu fragen oder die wir sonst für unangemessen gehalten hätten. So I still think it's not too daring, but there are some questions which I will try to answer today. Und Rinpoche denkt, dass es nicht zu wagemutig ist, aber schauen wir mal, er wird versuchen, diese Fragen heute zu beantworten. Okay, so shall we begin with one question? Yes. Do you have it in? Yeah. Okay. Do you want to read it in English also? One moment. Shall I read the entire topic, like the first paragraph, basically, right? Maybe just the heading. Yeah. So the first big topic has the heading, how socially engaged should Buddhists be? Wie sozial engagiert sollten Buddhisten sein? Yeah, so we are also talking about things like climate change, social, like pollution, war, the future of the world. How should Buddhists address this, right? Und wenn wir dann diese Fragen diesbezüglich anschauen, da geht es dann zum Beispiel um Krieg, Umweltverschmutzung, Klimawandel oder Klimakollaps oder soziale Schwierigkeiten. Wie
ja, wie sollten Buddhisten damit umgehen oder was für eine Antwort konnten die Buddhisten dazu geben? This is actually, I don't know whether it's inconvenient question and answer, but this is an important question and answer. Rinpoche weiß nicht, ob das eine unbequeme Frage und deswegen eine unbequeme Antwort wird, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Frage. Und I see a lot of angles in this. Und das kann man von verschiedenen Blickwinkeln anschauen hier. Many times, Buddhists are really not at all good at engaging with the place and the time, I feel, many times. Rinpoche hat oft das Gefühl, dass es oft der Fall ist, dass die Buddhistinnen nicht wirklich gut darin sind, ja, mit der Situation vor Ort in der bestimmten Zeit umzugehen. Probably, this is also the reason why Buddhism is declining. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ja, der Buddhismus so ein bisschen abnimmt. Except, I think, in China, from the research, Buddhism is probably the fastest declining religion. Und abgesehen von China, gemäß bestimmten Untersuchungen, ist Buddhismus wirklich die Religion, die eben wirklich so abnimmt, am schnellsten. For instance, in the whole Buddhist teachings, perhaps the most appropriate subject that one can teach and share with the children is the Jatakamala Sutra. Und innerhalb all der buddhistischen Belehrungen, die vielleicht am angemessensten ist, mit auch Kindern zu teilen, ist vielleicht das Jatakamala Sutra. And I was talking to many campus recently. If you look at the actual Jatakamala, it is also the most difficult to read. Und ich hatte letztens genau darüber mit ein paar Campus gesprochen und da haben die festgestellt, eben, dass genau Jatakamala wirklich sehr, sehr, sehr schwierig zu lesen ist. It's just completely packed by poetry. Denn es ist so voll von Poesie. Poetry that are so archaic and outdated. Perhaps most of the Indians don't even know what they are. Und die Poesie ist halt so archaisch und so überholt, dass wahrscheinlich auch schon ja Inder heutzutage Probleme haben, das überhaupt zu verstehen. Things like as your lotus feet touch my crown of my head, stuff like this. What does this mean for a small kid? Wenn da zum Beispiel steht, mögen deine Lotusfüße die Krone meines Scheitels berühren. Was bedeutet das bitte schön für ein Kleinkind? I'm giving you this as an example that, so this is why I feel that like a Buddhist children's education, there's never a thought through planning and, sort of training and, like vision and mission. Und Rinpoche hat das Gefühl, wenn es da so um die Ausbildung von Kindern geht, gerade in so einem jungen Alter schon, dass das nicht wirklich so durchdacht ist, was da so an Schritten oder was der ganze Plan ist. Of course, monasteries do have young monks or nuns, but usually they get training in reading and writing, and then after a while, bit of a memorizations and then rituals. Natürlich, es gibt in den Klöstern sehr junge Mönche und Nonnen und die lernen natürlich lesen und schreiben und dann peu à peu auch die bestimmten Rituale. Okay, everything what I'm going to say doesn't have much cohesive sort of order, so please excuse me. I'm just going to say whatever is in my head.
Und was Rinpoche sagt, hat jetzt nicht eine bestimmte Ordnung oder Reihenfolge, sondern er teilt einfach mit uns, was so in seinem Kopf entsteht. Perhaps because Buddhism, along with other religions such as Jainism, never really have some sort of it's never really connected to political agenda or a secular agenda. It never really, it didn't have that. Vielleicht Buddhismus und auch die Jain-Tradition sind deswegen vielleicht ein bisschen anders beide, weil sie niemals ja mit einer säkulären oder politischen Richtung irgendwie in Verbindung standen, sondern da gab es nie irgendwelche Verbindungen. So this sort of missionary attitude, missionary planning, missionary kind of thinking has never been there. Und daher diese ganzen Gedanken oder irgendwelche Pläne in Bezug auf Mission gab es da deswegen in diesen Traditionen nie. Of course, the Buddhists do pray that may all become Buddha and all of that, but that's not really missionary thing, right? Natürlich, die Buddhisten beten auch, mögen alle fühlenden Wesen Buddhas werden, aber das hat nicht wirklich was mit Mission zu tun. Yeah, so there's that element. Und da gibt es dieses Element. And perhaps the nature of the teaching of the Buddha Dharma has something to do with this. Und dann, der Grund dafür ist wahrscheinlich eben das Wesen oder die Natur des Buddha Dharma, die hat wahrscheinlich damit was zu tun. Because it talks about things like, everything does not exist truly. Denn wir finden dann solche Aussagen wie zum Beispiel, nichts existiert wirklich. Nothing lasts forever. Nichts ist beständig. You are going to die any day. Ihr könnt sterben, an jedem Tag ist das möglich. Nothing is 100% satisfactory. Nichts ist 100% zufriedenstellend. So, perhaps I am actually defining the word engage, right? So the question is, how engaged should Buddhists be? So perhaps I'm defining the word engage. Was Rinpoche gerade macht, ist eben, dass er sich versucht, dieses Wort zu definieren, was hier in der Frage ist, wie sozial engagiert, das Wort engagiert, sollten Buddhisten sein. It's not that in the Buddhist history, there has never been engaged or active, socially active Buddhist practice. It's not. There has been. Es ist nicht so, dass es in der ganzen buddhistischen Geschichte niemals sozial engagierten Buddhismus gab, dass da nicht solche Aktivitäten stattfanden. Nein, solche Aktivitäten fanden statt. Perhaps one of the biggest one is India's Dr. Ambedkar's movement. Some of you may know. Und Dr. Ambedkars Bewegung in Indien ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. So this, anyway, just to make the story very short, the Dr. Ambedkar is the one who actually sort of put together the Indian Constitution. Der hat ja quasi die indische Konstitution ins Leben gerufen. And he was a really like untouchable class. So he was really fighting against this class, sort of caste system. Und er war aus der Kaste der Unberührbaren und hat sich sehr eingesetzt, gegen diese Kastengesellschaft zu kämpfen. And anyway, there was a really big movement. Millions became Buddhists, denouncing Hinduism that believed in caste, and then they all took refuge and they became Buddhists. Millions. Und zu der Zeit gab es dann viele Millionen, die dann Zuflucht nehmen, eben diesem Kastensystem entsagten und daher sich dem Buddhismus zuwandten. Yeah, so if you ask me, is that good? Yeah, as a Buddhist,
more Buddhists, the better, right? Und wenn er ihn fragt, ist das gut? Dann würde Rinpoche sagen, ja, als Buddhist wird man sagen, ja, je mehr Buddhisten, desto besser. But we also need to know, Buddhism is so much to do with trying to find the truth. Aber was wir auch wissen müssen, ist, dass Buddhismus immer darauf abzielt, die Wahrheit zu finden. It's quest for the truth. Die Suche nach der Wahrheit. So when you say, I take refuge to the Dharma, Wenn wir sagen, ich nehme Zuflucht zum Dharma, you know, like refuge is the fundamental. und das ist wirklich, Zuflucht ist was sehr Grundlegendes im Buddhismus. When you say, I take refuge to the Dharma, what you are saying is basically, I surrender to this fact, this truth. Wenn wir sagen, wir nehmen Zuflucht zum Dharma, sagen wir grundsätzlich eigentlich, dass wir uns hingeben oder ergeben zu der Wahrheit, zu dieser Tatsache. For instance, like we all surrender to the fact that water is wet. Wir geben uns sozusagen oder wir geben uns hin dieser Tatsache, dass Wasser feucht oder nass ist. There's never a moment when water sort of stops for a while to become wet. Da gibt es nicht einen Moment irgendwie, wo das Wasser plötzlich nicht mehr feucht ist. This is why if you want to wet your throat, wet your head, wet your hand, always go to this. It will not fail you. Daher, wenn wir irgendwie unsere Kehle befeuchten wollen oder Hände waschen wollen oder Kopf waschen wollen, dann stützen wir uns immer auf das Wasser und das wird uns niemals enttäuschen. So when we say, I take refuge to the Dharma, basically what we are saying is, I take refuge to the fact that everything is anicca, dukkha, anatta. You know, everything is impermanent. All compounded things are impermanent. Nothing gives you 100% satisfaction, so on and so forth. Und daher, wenn wir dann zum Dharma uns hinwenden und Zuflucht nehmen, dann nehmen wir Zuflucht eben zu diesen Themen wie Vergänglichkeit, Leiden oder Selbstlosigkeit. Und wenn wir das erste anschauen, Anita, diese Vergänglichkeit, da verstehen wir, dass nichts beständig ist, sondern immer dem Wandel unterworfen ist. And the surrendering to the truth, Buddhists think, is the most blissful because, for instance, if we surrender ourselves that we are going to die one of these days, then it will immediately have an impact on how you shop, how you build a house, how you communicate, how you even say goodbye to a person or good night to a person, because you know you may not see them. Right? Und wenn wir wirklich diese Tatsache umarmen, quasi, dass die Dinge alle vergänglich sind, dass wir jeden Tag theoretisch sterben könnten, das hat dann einen großen Einfluss auf unser Leben und wie wir uns verhalten. Es hat einen Einfluss darauf, wie wir einkaufen gehen, ob wir ein Haus kaufen, wie wir mit anderen kommunizieren, wie wir anderen einen guten Morgen wünschen oder eine gute Nacht sagen, weil es sein kann, dass wir diese Person nie wiedersehen werden. See, so that should be the force that makes you Buddhist. Das sollte wirklich die treibende Kraft dahinter sein, wenn wir Buddhisten werden. And if you define the word engaged to the world, and the Buddhists will think, well, if you think about anicca, if you think about impermanence, this will be the one that will save the earth. Ecologically, just everything. Und wenn es darum geht, engagiert zu sein, wie es ja in dem Themenkomplex hier das Thema ist, dann ist dieses Verständnis, die Tatsache, dass die Dinge vergänglich oder unbeständig sind, ist etwas, was dann tatsächlich die Welt retten kann, weil wir eben uns darüber dann bewusst werden, wie alles veränderlich ist und was passiert auf der Welt gerade. Yeah. So, but here I have to be, I have to tell you this. The people who become Buddhists because they weren't happy with a certain system, there's always a chance that they will also
find this truth because the teachings are available. Und Rinpoche hat vorhin noch gesagt, eben über die Veränderlichkeit, die zum Beispiel dann in der Wirtschaft und so weiter vorhanden sind oder eben im Klima. Und jetzt sagte Rinpoche, und dann gibt es eben die, die sich dann dem Buddhismus zuwenden, weil sie unzufrieden sind mit einem bestimmten System. Und es kann gut sein, dass sie dann gute Anregungen und Antworten finden dann innerhalb des Buddhismus. Okay, another angle. The question is, how socially engaged should Buddhists be? Another angle I will try to explain. Eine andere Perspektive oder Herangehensweise an diese Frage, wie sozial engagiert Buddhisten sein sollten, ist? This was, I think it was in England, London. Dabji Tengku Chense Rinpoche was there. And someone asked him that this person had a chance to build a small clinic, few clinics in different sort of parts of the world, like developing world. Und es war wohl damals in London, in England, da war ein Mann, der zu Degu Khyentse Rinpoche sprach, und dieser Mann wollte in sogenannten Entwicklungsländern vielleicht so Kliniken aufbauen. And this person is quite close to Degu Khyentse Rinpoche. He's very close student. Und dieser Mensch hat da wirklich eine ganz nahe Verbindung gehabt an Degu Khyentse Rinpoche. And then Degu Khyentse Rinpoche's answer was, no need. You better, spend all your energy and time to retreat. Und Degu Khyentse Rinpoches Antwort war, brauchst du nicht, verwende oder widme deine Zeit besser für einen Retreat. Now, this one, for a man, like common person, this is quite a, I don't know, because doing retreat, it sounds very selfish, right? You are just, just meditating yourself, practicing, and then how about all these people who are suffering there, who needs medical attention, etc.? Und ja, das klingt vielleicht für gewöhnliche Ohren erstmal merkwürdig. Retreat, das klingt erstmal so selbstsüchtig, während doch die ganzen anderen da leiden in der Welt, zieht man sich irgendwie zurück und macht seine eigene Praxis einfach. But later, I have overheard Japji Khyentse Rinpoche explaining, saying that he is a good practitioner, and this person, if he keeps on building these clinics, there is a danger that he will get so caught up by all this activity of building hospitals, the pride, the jealousy, the tension, the stress. So he will end up actually not helping anyone. Und später hatte Degu Khyentse Rinpoche das dann erklärt und meinte, dass dieser Mann eben so ein guter Praktizierender war, dass das deswegen so wichtig war, ihn ins Retreat zu schicken, denn hätte er diese Krankenhäuser aufgebaut, dann wäre er da so verloren gegangen in all diesem Trubel von Emotionen, die da auf ihn einprasseln würden, wie Stolz, Eifersucht, Zweifel und so weiter. Now, some other angle. But there are, even historically in Tibet, there were great masters such as Tangtong Gyalpo. Aber weitere Perspektive, selbst in Indien und Tibet zum Beispiel, in Tibet gab es einen großen Meister, Tangtong Gyalpo, who built bridges for the people. Und das war ein sehr bekannter Brückenbauer, der hat Brücken für die Leute gebaut. And by the way, of course, I'm only talking within the Tibetan phenomena, but definitely the Chinese Mahayana Buddhism always had incredible tradition of engaging with the people. Und natürlich nicht nur im tibetischen Buddhismus, wie in diesem Beispiel, sondern auch der allgemeine Mahayana oder auch der chinesische Mahayana hat eben ja großartige Beispiele hervorgebracht von so sozialem Engagement. Okay, so now the question is, how about these days? What should we do? Dann ist natürlich die Frage, wie steht es um heute? Was sollten wir heute tun? I think as someone who
is supposedly stakeholder of Buddhism, someone who teaches, I have to also think about the survival of Buddha Dharma. Und dann jemand, der eben quasi Linienhalter oder Halterin vom Buddhismus ist, das heißt jemand, der die Buddhismus lehrt, muss sich natürlich um das Überleben des Buddha Dharma auch kümmern. So that does not necessarily come in the form of study and practice. Und das muss sich nicht unbedingt nur in Studium oder Praxis ausdrücken. I think that can very much come through actually helping people who are in need. Sondern das kann sich wirklich auch da ausdrücken, wo man wirklich tatsächlich den Leuten, die es brauchen, hilft. And mental, I don't know, help to have resilience with the mind and related to mind is where Buddhism can really make some significant, contribution. And this is something the Buddhists should really engage. Und in dem Zusammenhang eben, wie man dann so eine innere Resilienz entwickelt, so eine Widerstandskraft, da kann es wirklich sehr hilfreich sein, was wir vom Buddhismus lernen können, wo wir eben von der buddhistischen Weisheit und Anweisungen profitieren können. And like many Eastern wisdom tradition, Buddhists have always, talked and contemplated on stuff like death. Wie viele östliche Traditionen hat auch der Buddhismus viel über Themen wie Tod nachgedacht oder kontempliert oder gesprochen. So at least on the theoretical level, Buddhists are not bad with the death matters. Und deswegen wenigstens theoretisch sind die Buddhisten nicht so schlecht, was der Umgang mit dem Tod angeht. So I know even here in Berlin, I think in Germany, there's like a hospice under the name of Sukarvati, right? I think these are very, very good. Und auch ja, hier in Berlin gibt es eben auch buddhistische Hospiz, wie zum Beispiel eben Sukarvati, und das ist wirklich sehr, sehr gut. Then metaphorically, many Buddhist masters, teachers, meditation instructors, they also act as a doctor for lunatics. So this is good. Und dann natürlich metaphorisch gesprochen sind all die Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich auch aktiv sozusagen quasi als Ärztinnen oder Ärzte eben für die, die es brauchen. Das ist gut. My answer is probably not clear, but I want to deliberately keep it like this. Und Rinpoches Antwort ist nicht so ganz klar, aber das ist Absicht. Because I think on the day when the Buddhists actually become like a missionary with some sort of a engaged, what do you call it, engaged Buddhist activity, then, the danger is we will lose the wisdom tradition, the wisdom side. So I think it's really have to be kind of careful here. Denn ja, man muss wirklich vorsichtig sein, denn wenn irgendwann ja Buddhisten anfangen, wirklich so engagiert zu werden, dass es so in Mission umschlägt, das ist dann wirklich gefährlich, weil dann so dieser Weisheitsaspekt verloren geht. Daher ist wirklich Vorsicht geboten, wenn es um dieses Thema des engagierten Buddhismus geht. In the past few years, many lamas have shown interest in science, which is great. Und über die letzten Jahrzehnte haben eben viele Meisterinnen und Meister Interesse gezeigt, so mit Wissenschaftlern zusammenzuarbeiten. I'm actually a little puzzled why the lamas are not showing interest in study economy, because that's important, I think, because that's like one of the greatest illusion that drives us mad. Aber er ist überrascht, dass Leute nicht etwas studieren, was mit Wirtschaft zu tun hat. Also warum die Lamas das nicht studieren, weil das ist eigentlich, Wirtschaft ist so der Themenkomplex, der eine Illusion ist und uns trotzdem in den Wahnsinn treibt. And I think many Buddhists should also be aware of geopolitics. Und die Buddhisten sollten auch ein Gewahrsein über Geopolitik entwickeln. Because at the end of the day,
a glass of water that you drink somehow, one way or another, is connected to geopolitics. Glass of water that you drink, one way or another, is connected to geopolitics. Denn am Ende des Tages ist jeder einzelne Wassertropfen, den wir trinken, steht in Verbindung mit Geopolitik. And then, of course, by all means, the Buddhists should try to, engage with saving the planet. Und natürlich, nach allen Kräften sollten sich Buddhistinnen und Buddhisten darum kümmern, den Planeten zu retten. There, actually, I would say, generally Buddhism and especially Tantric Buddhism may have a lot of things to offer. Und insbesondere da haben der Buddhismus, insbesondere der tantrische Buddhismus, viele gute Dinge beizutragen. When I went to South America, the South American parents tell their children to look, not all, some, they tell their children to look at a mountain and trees, and they identify them as mother. Und als Rinpoche in Südamerika war, hat er gelernt, dass den Kindern beigebracht wird, wirklich so die Berge und Bäume anzuschauen und diese als ihre Mütter zu betrachten. I think that's really important. When you grow up having that notion that this is your mother, surely there's going to be some difference when you grow up, how you relate to that tree and the mountain. Und das, denkt Rinpoche, ist wirklich sehr wichtig und wird ja einen großen Einfluss darauf haben, wenn diese Kinder dann heranwachsen und wenn sie sich dann immer noch auf Berge und Bäume so beziehen als die eigene Mutter. Das ändert deren Verhalten und deren Sichtweise. And Tantric Buddhism sees even more than that. Tantric Buddhists would see these trees and mountains and water as the deity. So that awareness can really contribute to the world. Und im tantrischen Buddhismus geht es noch einen Schritt weiter. Da werden Bäume oder Berge nicht nur als Mütter, sondern sogar als Gottheiten verstanden. Und wenn man mit so einer Sichtweise durch die Welt geht, wird das einen guten Beitrag für die Welt bringen. Okay. Well, let's go to the next question. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Und the title of that topic is Culture versus Essence. So Container versus Content. Do you want to read the commentary on that? Because it's quite abstract. Okay, so first in English, then in German. Please help us to distinguish between the cultural aspect and the essential aspects of Tibetan Buddhism. What kind of packaging of Tibetan Buddhism would you recommend to successfully reach Europeans, especially younger generations, without diluting the essence of the Dharma? To what degree can we liberate ourselves from samsara without relying on a Buddhist religious context or without falling into nihilistic extremes, such as neglecting the principle of karma? What do you think are the biggest collective hang-ups of European people, in particular in contrast to other world regions and their inhabitants? Tibetan Buddhism was formed in Tibet. What is your vision for the formation of European Buddhism? In German. Die Überschrift ist so Kultur oder Essenz, Inhalt oder Gefäß. Und die Frage ist, oder die Fragen sind, bitte hilf uns zwischen den kulturellen Aspekten und den essentiellen Aspekten des tibetischen Buddhismus zu unterscheiden. Welche Verpackung sozusagen oder Darreichungsform sollte der tibetische Buddhismus einnehmen, um wirklich erfolgreich die Europäer zu erreichen, insbesondere jüngere Generationen, ohne dass die Essenz des Dharma dabei verwässert wird? In welchem Maße können wir uns von Samsara befreien, ohne dass wir uns auf einen buddhistisch-religiösen Kontext stützen müssen und ohne dass wir in ein nihilistisches Extrem fallen, wenn wir wie zum Beispiel, dass wir
das Prinzip von Karma vernachlässigen. Was denkst du, sind die größten kollektiven europäischen Macken, insbesondere im Vergleich zu anderen Regionen auf der Welt und deren Einwohnern? Tibetischer Buddhismus hat sich in Tibet formiert. Was ist deine Vision darüber, wie europäischer Buddhismus sich formieren könnte? Okay, this one, I have a lot of mixed feelings. Diese Frage begegnet Rinpoche mit vielen gemischten Gefühlen. I don't know whether we will ever get out of this problem. Ich weiß nicht, ob wir jemals aus diesem Problem herauskommen. But I think we should talk about it. We should at least, not all, but at least some of us, we should talk about it time to time. Und wir sollten wirklich darüber reden und reden und reden. Vielleicht nicht alle, aber ein paar von uns sollten immer weiter über dieses Thema reden. Some of us should talk about it and become the pain in the ass. Wir sollten wirklich so viel darüber reden, bis es wirklich nervt. But whether we can actually sort this out, I don't know. Aber ob wir da wirklich eine Lösung finden, ist mit einem großen Fragezeichen. Because there is the truth, such as anicca, impermanence, such as shunyata, such as prajnaparamita. There's that truth. Denn da gibt es diese Wahrheit, wie Anicca, diese Vergänglichkeit der Dinge, oder gibt es Shunyata, oder Leerheit, da gibt es diese Wahrheit, Prajnaparamita. But there is the culture to hold that truth, to translate, to communicate. Well, namely language. Aber da gibt es dann diese Kultur, um diese Wahrheit zu halten und diese zu kommunizieren. Und das ist hauptsächlich die Sprache, die wir da benutzen. And then symbolism. Und dann gibt es die ganze Symbolik. But you know, I think Europeans will actually, I think the Europeans already had these discussions for a long time. Aber eigentlich haben die Europäer schon seit langer Zeit solche derartigen Diskussionen. Independent from Buddhism. I mean, we are not only, just the Europeans seems to be really busy thinking about this. Ganz unabhängig vom Buddhismus sind die Europäer da sehr beschäftigt, damit über solche Themen nachzudenken. There's a French guy called what? Roland Barthes, right? Roland Barthes. He talked a little bit about symbolism. It's so difficult to read, I gave up. Und er hat etwas von Roland Barthes gelesen, aber das war so schwierig, da hat er gleich wieder aufgegeben. And then there's somebody called Wittgenstein, right? Language. He talks about language. Und dann über Wittgenstein, über Sprache. But, you know, when I was sort of browsing through, it was very, very comforting for me because I think time to time it's important we discuss. Und da hat er so diagonal gelesen und fand dann immer wieder gute Dinge, die ihm wichtig erschienen und wo er dachte, darüber müsste man diskutieren. I don't know whether there's any Tibetans in the audience, but if there is, if I tell them, or Tibetans or Indians, if I tell them, you know, maybe Shakyamuni Buddha is actually Caucasian. I think they will, I don't know how they will accept, but I really do. Und Rinpoche weiß nicht, wie zum Beispiel die Tibeter und Inder hier im Publikum darauf reagieren, wenn er sagt, dass er denkt, dass Buddha Shakyamuni eigentlich kaukasischer Herkunft ist. Aber er hält es für durchaus möglich oder richtig. You know, he was an Aryan. Denn er war Arya in der Rasse. And
Also, he had blue eyes. Und er hatte blaue Augen. Yeah, so there's that. And then in the tantric deities, they have blonde hair. Have you seen blonde hair in Tibet, in Himalayas? If there is, they're usually migrated people from the, Iran, Afghanistan, all that. Und dann gibt es die Gottheiten, die mit blonden Haaren abgebildet sind. Und haben wir jemals wirklich Menschen in Tibet oder Indien getroffen, die wirklich von Natur blonde Haare haben? Eigentlich nicht. Das sind alles die, die dahergezogen sind aus anderen Gegenden, vielleicht aus Iran oder Persien oder Afghanistan. But there's a lot of that kind of things taken for granted. Aber da wird ja ganz vieles einfach so angenommen erstmal. I always say this. For instance, all the Tibetans, they offer seven bowls of offerings in their shrine. If you go there, you will see. Zum Beispiel, ja, alle Tibeter machen immer so 7-fache Opfergaben. Da werden dann so 7 Schälchen sozusagen dargebracht. The second one is washing feet water. Die werden so dargebracht auf dem Schrein. Und das zweite davon ist Fußwaschwasser. In the past, Tibetans don't wash body, let alone feet. Aber wenn man die Tibeter sich mal anschaut, die waschen sich eigentlich so nicht wirklich und schon gar nicht die Füße. But it's there. Aber da ist es. And then, have you look at Tibetan tankas? They draw lotus. Und dann werden auf den tibetischen Tankas werden ja auch Lotusse dargestellt. I don't know those lotus because Tibet never had a lotus. Ja, und das stellt auch wieder Fragen oder wirft Fragen auf, denn Tibeter hatten niemals einen Lotus irgendwo. Perhaps now, but high altitude, cold, lotus doesn't grow. Vielleicht heutzutage, aber zu der damaligen Zeit, da wuchs kein Lotus in Tibet. So, but Tibetans revere lotus. Whatever is, they say, Pema. Can you imagine? Aber Tibeter, die verehren den Lotus, Pema. Das ist immer was ganz Großartiges. Then I think it was in Düsseldorf in Germany, long time ago, 25 years ago. Und dann vielleicht so vor 25 Jahren in Düsseldorf, hier in Deutschland. I was invited by a Tibetan Dharma Center. Da wurde Rinpoche eingeladen bei einem tibetischen Dharma-Zentrum. They asked me to do a Mahakala Puja. Die ihn baten, dann eine Mahakala-Puja abzuhalten. And I said, okay, whenever they were preparing. I said, okay, whenever you are ready, just tell me, I'll come, I will just do it. So I was waiting and they were like running up and down and, all kinds of preparation. Das war übrigens im Kamala Shilaf, wer das kennt damals. Und dann sagte er, dann wurde ihm gefragt, ob er bereit ist und oder ob es losgehen kann, fragte Rinpoche, und er ist bereit, wann immer sie fertig sind. Und die liefen dann noch hoch hin und her und waren noch nicht bereit, mussten noch was vorbereiten. I'm a very impatient person. Und Rinpoche war sehr ungeduldig. So I was like, what's happening? Everything seems to be okay with me, but they're still saying, wait a minute. Und er hat also gesagt, was ist los? Wir haben noch keine Zeit. Und ich bin bereit, aber irgendwas scheint ja noch zu fehlen. Und er wartete und wartete. They said the black tea is not ready. Und die sagten, der Schwarztee ist noch nicht fertig. Tibetan, we call it the serkem, which is usually made used with the black tea. Denn da in dem Ritual benutzt man mit der Serkiem eben schwarzen Tee als Opfergabe. They said for Mahakala, black tea is like indispensable. That's what they told me. Und deren Antwort war, für die Mahakala-Praxis muss unbedingt schwarzer Tee dabei sein. Ohne das geht es nicht. From the tantric point of view, that is denigrating Mahakala because it means that Mahakala has a preference. Und aus tantrischer Sichtweise ist das eben kein gutes Verständnis in Bezug auf Mahakala, denn es impliziert, dass Mahakala irgendwelche Vorlieben hätte.
If Mahakala is only after something black, then coffee, the Coca-Cola, there's so many black things that you can offer in Germany. Und selbst wenn es so sein sollte, dass man nur was Schwarzes darbringen könne, dann würde ja Coca-Cola oder Kaffee genauso funktionieren. Okay, this I'm telling you as a background, as a sort of the setting. Und das ist jetzt nur so als Hintergrund oder als, ja, einfach so, wie die Situation so ungefähr sein könnte. Now, this is a really important question. Das sind wirklich wichtige Fragen. What kind of packaging of Tibetan Buddhism would you recommend to successfully reach Europeans? Ja, was ist für eine Art der Darreichungsform oder der Verpackung des tibetischen Buddhismus würdest du empfehlen, um erfolgreich Europäer zu erreichen? In my lifetime, I will be very honest, so far, the only Lama who actually tried and quite successfully was Chogyam Trungpa. Und in seinem Leben, sagt Rinpoche, findet er, dass der einzige Lama, der das versucht hat und mit recht großem Erfolg wirklich geschafft hat, war Shökan Trungpa Rinpoche. Not only just the symbolism, but even the usage of words. Und nicht nur einfach nicht nur die Symbolik, die er benutzte, sondern auch die Wortwahl, die er sich aussuchte. Things like, instead of using words like bodhisattva, which is alien to you, he talks about this warrior stuff. Und anstatt Worte wie zum Beispiel Bodhisattva zu benutzen, was vielleicht fremdartig für unsere Ohren klingt, hat er Worte wie Kriegerin oder Krieger benutzt. Recently, when I was in Hong Kong, some Chinese came from China and they offered me complete works of Chogyam Trungpa Rinpoche translated in Tibetan or from English. Mhm. Und kürzlich, als Rinpoche in Hongkong war, hat er von chinesischen Schülerinnen und Schülern so die gesammelten Werke von Shökan Trungpa Rinpoche bekommen, auf Tibetisch aus dem Englischen übersetzt. It was fascinating for me. Rinpoche war fasziniert. For instance, instead of using the word like Dharmakaya and Sambhogakaya, Trungpa Rinpoche choose to use words like demi-ziji, which means something like primordial majesty. Und anstatt Worte wie Dharmakaya oder Sambhogakaya zu benutzen, hat dann Shökan Trungpa Rinpoche Worte wie Döme Tsiji benutzt. Das ist sowas wie ursprünglich majestätisch. And then there were many others, not just the explanations, even the rituals, the methods. Und da waren noch viele andere weitere Punkte, nicht nur diese Erklärung, sondern auch die Arten, die Rituale oder die Methoden, die benutzt wurden. There was the extensive abhisheka. Abhisheka, usually we use the vase and all of that. Da war eine ausführliche Erklärung über, wie Abhishekas gegeben werden. Normalerweise benutzt man ja die Vase und noch weitere solche Gegenstände. He had the whole 4 abhishekas based on using the brush, paper, ink, and then the whole procedure of that, and it was just incredible. Und Trungpa Rinpoche hatte da wirklich die ganzen 4 Abhishekas erklärt oder das Geben dieser 4 Abhishekas erklärt, basierend auf den Instrumenten von Pinsel, Papier und Tinte, wie darüber dann diese 4 Abhishekas gegeben werden können. Das war beeindruckend. We just need to really have aspiration, pray, hope that somebody like him will come. Wir können wirklich nur Wunschgebete machen und die Hoffnung haben, dass so jemand wie er wiederkommen möge. Base is already there, by the way. Die Grundlage ist geschaffen. For instance, praise to Manjushri by Nagarjuna and Kunchen Mibham Rinpoche, if you read that.
Und da gibt es eben solche Gebete schon verfasst von Nagarjuna oder Mipam Rinpoche. Both Nagarjuna and Mipam Rinpoche said, "Oh Manjushri, you are not black, you are not blue, you are not red, you are not short, you are not tall, you are not fat, you are not thin, you are not none of this." Und da gibt es eben so Lobpreis an Manjushri, heißen diese Gebete, wo Manjushri angesprochen wird und gesagt wird, du bist weder schwarz noch blau noch weiß noch gelb noch grün, weder klein noch groß, weder hier noch dort und so weiter. So etwas wird da alles ausgeführt. But second half of the praise is, but you are blue, you are red, you are yellow. Everything, but he just said no, he says yes. Aber dann in der zweiten Hälfte des Gebetes wird dann genau das, was vorher in der ersten Hälfte verneint wurde, wird dann dort affirmativ dann ausgedrückt, wie du bist blau, du bist schwarz, du bist groß und so weiter. But these things will take time. Aber so etwas braucht Zeit This will, this needs courage. und braucht Mut. Recently, I commissioned a Bengali painter to paint Manjushri in jeans. Kürzlich hatte Rinpoche eine Malerin beauftragt, Manjushri in Jeans zu malen Also Saraswati in jeans. und auch Saraswati in Jeans. I said, that's all I asked. So when the painting came back, somehow both Manjushri and Saraswati appears to be still behaving like this, behave. See the behavior, symbolism of behavior also. We need to think about it. Und das war das, wonach er fragte. Und als er das Ergebnis dann sah er eben ja, dass Manjushri oder Saraswati immer noch so abgebildet waren mit den normalen Mudra-Gesten eben und so ein bestimmtes Verhalten an den Tag legten. Und das hatte sich sozusagen gar nicht verändert in dieser Darstellung. Und Verhalten ist auch ein großes Thema. Some of you, especially Buddhists, those who have been Buddhists for 20 years, how would you feel if I ask you, let's say I'm your Vajra master, and I said, okay, from today onwards, you are a Vajra Sattva, on the top of your head has a lot of tattoos, lot of earrings, nose rings, and you understand, and what do you call it, those grunge outfit, what do you call it? Those, latex is better. Und How would you feel? Und dann ihr, die ja schon alle so lange Buddhisten seid, jetzt nur so mal erstmal als Gedankenspiel, wie würdet ihr euch fühlen, wenn jetzt Rinpoche euer Vajra-Meister wäre und sagen würde, ja, stellt euch Vajrasattva auf eurem Kopf vor, voll mit Tattoos, Piercing und Latexkleidung und so weiter. Und wie würde es euch gehen dabei? Wie würdet ihr euch fühlen? From the theoretical point of view, it's not wrong. Von der Theorie her ist daran nichts falsch. I could very well see the latex can really reach out a lot. Denn man könnte wirklich auch erklären, ja, Latex, das zieht vielleicht viele Leute an. I'm staying in this hotel just yesterday or day before. Every time I go out, there's like few people who wearing latex going up and in the elevator. I had to ask, aren't you hot? It's very hot. So it's so uncomfortable. Und Rinpoche wohnt nicht weit hier im Hotel und dann eines Abends, da sind dann immer welche mit in Latex sozusagen, die da ein- und ausgehen und hat die dann noch angesprochen, ob es nicht heiß ist. Und ja, das wurde bestätigt. Und sehr, sehr heiß und sehr ungemütlich, unbequem. I had actually quite a good interaction because once this person who has latex, but he had a long tail and the elevator, when the post so I tried to help this. Und er hatte auch eine gute Interaktion mit einem, der war nicht nur in Latex angezogen, sondern hatte auch dann noch so einen langen Schweif hinten und der klemmte dann im Fahrstuhl fest und den hat Rinpoche dann gerettet.
Okay. No, sorry, I'm taking too long on this question. Sorry, er verbringt zu viel Zeit mit dieser einen Frage. On a serious note, Aber mehr ernsthaft. you know, I was telling you earlier, there was now in Europe, in the West, there's a lot of sort of attraction. I don't know, the trend, you know, so the fashion is to mindfulness. Und heutzutage gibt es ja so einen Trend, so in Europa oder so, ja, so eine moderne Bewegung eben der Achtsamkeit. You know, Vipassana. And I have a sympathy with that. Also wir sprechen über Vipassana und Rinpoche sympathisiert damit. And Zen Buddhism, I think in the West, they like it. Tibetan Buddhism, I don't know, there's all these rituals and deities. Of course, some of you who probably a reincarnation of some Tibetan yogis mistress, you know, you of course feel very at home with this, but Und auch der Zen-Buddhismus ist vielleicht auch etwas, was sehr gerne sozusagen im Westen genommen und praktiziert wird. Beim tibetischen Buddhismus, dann fühlen sich viele abgeschreckt, eben vielleicht von den ganzen Ritualen und diesen ganzen verschiedenen Praktiken. Und aber natürlich gibt es ja Ausnahmen. Es gibt sicher welche, die irgendwelche Wiedergeburten sind von irgendwelchen Liebhaberinnen vergangener Yogis und so weiter. Und die fühlen sich dann vielleicht zu Hause mit solchen Ritualen. yeah. So I have a sympathy with those who likes, you know, like simple meditation, formless, no visualizations, you know, just, I have a sympathy. Und Rinpoche sympathisiert wirklich mit denen, die einfach ja so eine einfache Praxis wollen, ohne viel Form, ohne viel Visualisation, ohne viel Rituale. But it's a bit like this. Let's say I'm kind of like that anyway. I am the Buddhist, what do you call it? Marketing person. I'm kind of like that. Aber zum Beispiel, wenn wir annehmen, und er fühlt sich ein bisschen manchmal so, ist er vielleicht so diese Marketing-Person im Buddhismus. And I have, you know, I open my bag and then, you know, Vipassana, you know, and then you are, yeah, that's good. Und dann holt er dann irgendwie Vipassana aus seiner Tasche raus und wir alle, ja, prima, will ich. Because it's really relaxing, I don't know, focusing, you know, really deals with the emotion, etc. Und es ist wirklich entspannt und es hilft uns zu fokussieren und es hilft uns, unsere Emotionen zu beruhigen und so weiter. But if I'm a Buddhist marketing person with a full of things here, that which you will really love, and then you are not even looking at me because you are so busy with this Vipassana bit, I will feel not so good. Aber wenn er eben dann diese Person ist, die uns das verkaufen will und dann eben die ganze Tasche noch mit vielen, vielen anderen tollen Dingen hat, aber wir dann gleich beim Vipassana Hurra schreien und dann damit total beschäftigt sind, da fühlt er sich dann auch nicht so gut, weil er noch so viele andere Sachen im Petto hat. So in the West, I think, this is just a generalization, I think we need to somehow make you realize that mudra is a Vipassana. Actually, it is Vipassana. Und daher ist es wichtig eben, dass wir erkennen, dass zum Beispiel Mudra, so Handgesten, dass die auch Vipassana sind. Die sind wirklich Vipassana. Chanting mantra is a Vipassana. Mantra rezitieren ist Okay. Vipassana. Or shamatha. Oder Shamatha. What does shamatha do? Und was bewirkt Shamatha? Shamatha is to keep you away from distractions and get occupied with one thing, such as breathing, right? That's what mantra does. It keeps your mouth occupied so that you don't talk rubbish. At least. Was macht Shamatha? Shamatha macht, dass wir von allen Ablenkungen sozusagen geschützt sind, weil wir uns auf eine Ablenkung konzentrieren. Und Mantra macht etwas Ähnliches. Es
schützt uns davor, irgendeinen Blödsinn die ganze Zeit zu plappern, weil unser Mund einfach beschäftigt ist. So for instance, I wear this, Das ist you das, know, I was, wear this, and yes, this is a Vipassana for me. das ist das, was Rinpoche trägt, und für ihn ist das Vipassana. For instance, this is supposed to belong to Milarepa. Und das wird gesagt, gehörte Milarepa. And when I, sometimes, not all the time, sometimes when I see this, then I think things like Milarepa's songs. Und dann manchmal, wenn er das sieht, dann kommen eben Milarepas Lieder und Gesänge. Where he says things like, what did he say? Man nana timi mebatang china mumi mebaru return diru chinuna nan tangbonga is sambazo. Such a beautiful song. He said, when I get sick, if there's nobody asking, how are you? And when I die, if there's nobody who will cry and die in this isolated retreat, you know, like the meditation sort of cave, then Tangbonga is somebody, I, the beggar of yogi, the yogis, what is it? Wish is fulfilled. See, when you remember these things, it moves you. It takes you closer to the truth. And for me, that's a Vipassana. It's sometimes much better than sitting hours and hours and collecting constipation. Und wenn er das dann sieht, dann denkt er an einen Gesang von Milarepa, wo Milarepa sagte, wenn ich krank bin und niemand mich fragt, wie es mir geht, und wenn ich sterbe und niemand darüber trauert, wenn ich so isoliert in der Zurückgezogenheit in den Bergen sterben kann, dann sind die Wünsche der Yogis wie mir erfüllt. Und Rinpoche sagt, ja, so etwas sich zu erinnern, so ein Gesang von Milarepa, das ist für ihn Vipassana, weil ihn das bewegt, weil es sein Herz bewegt und ihn näher zur Wahrheit bringt, anstatt dass er Stunden um Stunden auf den Kissen sitzt und mehr Verstopfung ansammelt. And this green one supposedly belonged to, we don't know, we don't have, you know, sort of DNA test, but supposedly belonged to Yeshitsogyal. Und dieses Grüne, wir haben keinen DNA-Test gemacht, gehörte wahrscheinlich Yeshitsogyal. And her, gosh, she represents the if you want me to find the most perfect anarchist, she is the one. Und sie war beeindruckend. Sie war wirklich die perfekte Anarchistin. If you want me to find someone who really, really went out of the box, she's the one. Und wenn ihr jemand finden wollt, der oder die wirklich jenseits aller Schubladen denkt, sie ist diejenige. And what is Vipassana? Vipassana is really to get out of the box. It's not to go inside the box for 9 hours. Und was ist Vipassana? Vipassana bedeutet wirklich, dass wir aus dem Schubladendenken rauskommen und nicht, dass wir irgendwie darin uns einschließen über Stunden und Stunden. I know this is a kind of a difficult question, so I'm sort of trying to escape a little bit. Das ist ein bisschen eine schwierige Frage, deswegen versucht er sich da so rumzuwinden. Yes. Okay. So, actually, some of you may remember, I have always been very skeptical about the Tibetan Lamas teaching Tibetan culture to their Western students. Und viele von euch wissen, dass er schon immer so einen Widerwillen hatte,
gegenüber tibetischen Meisterinnen und Meistern, die den westlichen Schülern und Schülerinnen tibetische Kultur lehren. Because for the Western students, enlightenment is very easy, it's possible, but becoming Tibetan in this life, forget it. It's too late. You have to die. Und denn für die westlichen Schülerinnen und Schüler ist Erleuchtung durchaus möglich in diesem Leben. Aber Tibeterin oder Tibeter in diesem Leben zu werden, ist unmöglich. Da So, muss man sterben dafür erstmal. as some of you may know, I have always been very critical about this. Und er war schon immer sehr kritisch diesbezüglich. Remember that Düsseldorf situation? Erinnert euch an die Düsseldorf/Kamalashila-Situation? But I have something new, which is probably you need to hear. Aber er hat was Neues, was ihr wahrscheinlich hören solltet. Tibetan culture permeate, being, forced down to your throat. Of course, not right. Und wenn ihr so gestopft werdet mit tibetischer Kultur, was passiert und was natürlich nicht richtig ist, Where you have to be even more careful is the Western culture. wo Because ihr, this is something that you are with. And many of us Tibetans, we don't even know. aber womit wir Europäer noch mehr oder Westler noch mehr vorsichtig sein müssen, ist mit unserer eigenen Kultur. Denn das ist das, was uns zuvertraut ist und was die tibetischen Lamas gar nicht kennen. Meist. But this is difficult though, really difficult. Aber das ist ein schwieriger Punkt, wirklich schwierig. I will give you one example. Und als ein Beispiel möchte er sagen, Chinese Buddhist. chinesische Buddhisten. In Chinese, it looks like Chinese have the sort of the three pillar of their wisdom tradition is Buddhism, Confucianism and Taoism. Und die drei Stützen der chinesischen Weisheitstradition sind Buddhismus, Konfuzianismus und Taoismus. So often when you talk to Chinese, they will say, oh, he's a good Buddhist. Und oft, wenn wir mit Chinesen und Chinesinnen sprechen, dann heißt es so, oh, er oder sie ist ein guter Buddhist. By which they mean someone who behaves well. Und was damit gemeint ist, dass diese Person sich gut verhält. Because, Confucianism is something to do with the behavior and, hierarchy, all that. Denn in der Tradition von Konfuzius ist es eben so, dass das Verhalten, Hierarchie und so weiter eine große Rolle spielen. Because what we want is a situation where when you say, oh, he's a really good Buddhist, and by which they mean he thinks about impermanence of life, the dukkha aspect of life. That should be the yardstick. Denn was wir unter guten Buddhisten, Buddhistinnen verstehen, ist, dass diese Person sich über die Vergänglichkeit, Anicca, Gedanken macht, die Vergänglichkeit des Lebens oder über Dukkha, die Leidhaftigkeit des Lebens. In the West, I don't know so much, but you have a very strong culture. Im Westen, und Rinpoche weiß es natürlich nicht ganz genau, aber da scheint Kultur wirklich ja sehr ausgeprägt zu sein. And some of this culture may have come from a certain religion that probably you have never really belonged to this religion for a few generations, but it permeates, it's in there. Und ein Großteil oder ein Teil dieser Kulturen kommt vielleicht über Generationen doch eigentlich aus einem religiösen Kontext, ohne dass uns das wirklich bewusst ist. Aber irgendwie ist das da so drinnen. So even when you use the word good, you have to be careful. Selbst wenn wir das Wort gut benutzen, müssen wir vorsichtig sein. From the Buddhist
sort of the Indian wisdom tradition. Good is like, it's good, but it's also bad, it's also good kind of thing. You understand? That's the kind of goodness is what you need. Aber denn aus der indischen buddhistischen Tradition ist dieses Gut eben auch schlecht und darin wieder auch gut. Und so eine Art von Gut ist, was wir brauchen. Sort of the non-duality aspect Das is heißt, kind of important. dieser nicht-duale Aspekt da drin, der ist wichtig. And I think for some reason, maybe your culture has this quite strong good and bad. Und aus, ja, was für welchen Gründen auch immer, gibt es in so einer Kultur so ganz, ja, stark ausgeprägtes Gut und ausgeprägtes Schlecht. Yeah, so sometimes the morality ends up becoming also very, very strong. Und auf diese Art und Weise wird manchmal auch dieses Verständnis von Moral zu ausgeprägt. So for a Western Buddhist, I would say something like this. Und als Ratschlag für westliche Buddhisten würde Rinpoche Folgendes sagen. If the wisdom, compassion, and the morality go for a drive, Wenn die Weisheit, Mitgefühl und die Moral eine Spritztour machen, wisdom should be the driver. sollte die Weisheit am Steuer sitzen. Be careful. Sei vorsichtig. Many times, Oft. activists, I don't know, Californians, they may put the compassion as a driver. Oft ist es so, dass Aktivisten, vielleicht aus Kalifornien, Mitgefühl auf den Fahrersitz setzen. That's a danger. Das ist gefährlich. Morality also should not be the driver. Auch Moral oder sollte nicht auf dem Fahrersitz sitzen. But compassion should sit next to that wisdom. Aber Mitgefühl sollte die Beifahrerin sein. Morality backseat. Moral hinten sitzen, bitte. Sometimes trunk. Manchmal vielleicht sogar im Kofferraum. That's what I would say. So did I do the packaging okay? Packaging, we are talking about the packaging. Right? Yeah. Okay. Because there's so many questions, I think, and also because there's a lot of people, things, be a little hot. Let's take a break. Is that okay? And those who needed to go, I just want to say, it's very nice to be connected like this. So I pray that we will be connected. Und ja, das ist alles so zum Thema eben das Packaging, ne, die Verpackung, die Darreichungsform. Und weil es heiß ist und es so viele Fragen sind, machen wir vielleicht eine Pause, die nach der Pause nicht zurückkommen sollten. Möchte Rinpoche sagen, schön, dass ihr da wart, schön, dass wir uns so verbinden konnten, und er betet, dass wir das in Zukunft wieder machen können. Rinpoche, for how long? When do we start again? 20 minutes, 20 Minuten Pause.
Hello. Hello. Yes. Hello. Yeah. Is here Chöki Anotsang? Chöki Anotsang? If she's here, please come to me. Yeah. Ich glaube, ich weiß, wie sie aussieht. Challenging, but I like it. Yeah. Anne? Ich muss mal kurz eine Frau, kannst du hier? Ja.
Okay. The third question. Dann zur nächsten Frage. Why Buddhism? Warum Buddhismus? Maybe you should read the thing. And the sub-questions are, there are many spiritual methods. Nico, ist das nicht zu laut? Ich höre mich irre laut. Okay. There are many spiritual methods or approaches, meditations, mindfulness training, and therapies that are, in contrast to Buddhism, much more approachable and without any complex philosophy. Why not just follow these more simple methods? What is there in Buddhism for me? Also die Frage, warum Buddhismus? Es gibt viele spirituelle Methoden oder Herangehensweisen, Meditation, Achtsamkeitstraining und Therapien. Und all diese Dinge im Vergleich zum Buddhismus sind irgendwie viel einfacher und ohne irgend so ein großes, komplexes, philosophisches Gebäude im Hintergrund. Warum kann man nicht einfach diesen einfacheren Methoden folgen? Was bringt mir der Buddhismus? Okay. So this is really up to your aim. Das hängt total von unserem Ziel oder unserem Wunsch ab. If the aim is to be happy, kind of, mediocre, sane. Und wenn unser Ziel ist, glücklich zu sein oder so mittelmäßig gesund zu sein, kind of, then actually I would say Buddhism is not for you. wenn das unser Ziel ist, dann ist Buddhismus nichts für uns. I mean, of course, there's always people who follow cultural Buddhism, which is fine also. Aber natürlich, es gibt immer welche, die dem kulturellen Buddhismus folgen. Das ist auch in Ordnung. The Buddhism, so-called Buddhism, which is, okay, let me first tell you this. In Tibetan, they call it Nyembo Tize Darze. It's something to do with like a sharpening knife with a whetstone. So when you sharpen your knife, you rub the metal on this whetstone. And what happens is two kinds of worning out happens. The stone gets worn out and the metal also gets worn out. And then out of that comes something called sharp knife. Und im Tibetischen gibt es so einen Begriff, Nyempo Tense Tatse, ungefähr. Und das bezieht sich darauf, dass man ein Messer schärft mit einem Schleifstein. Und innerhalb dieses Prozesses werden sozusagen beide Substanzen abradiert, also das Messer und auch der Schleifstein. Und das Resultat davon ist dann eine wirklich scharfe Schneide. It's something like this. The Buddhist paths are designed to cancel itself. Und das bedeutet, dass der buddhistische Pfad so konstruiert ist, dass er sich selbst auslöscht. People should like this cancel culture and all of that, So right up your alley. Das ist doch das, was wir eigentlich mögen, diese Cancel, dieses Auslöschen, Culture, diese Kultur. It is designed to cancel each other. Many Buddhists, almost all the Buddhist methods are like that. It should be like that. Und eigentlich fast alle buddhistischen Methoden sind so, dass sie sich so gegenseitig auslöschen. Und so sollte es auch sein. Lord Maitreya said very clearly,
if you take a boat to another shore, once you reach to the other shore, you have to get rid of the boat. Otherwise, you are not on the other shore. Und Maitreya sagte das auch ganz klar und deutlich. Wenn du mit einem Boot einen Fluss oder Gewässer überquerst und am anderen Ufer ankommst, dann lässt du das Boot hinter dir. Dann nimmst du das nicht weiter mit. Du brauchtest es nur, um dort anzukommen. There's a lot of that. Okay, let me tell you. Okay, they will tell you, sit straight. Yeah, the Buddhist will sit straight. Und da gibt es viele solcher Dinge, wie zum Beispiel den Ratschlag, sitz gerade. But then they also tell you, there's no self. Who is sitting straight? Aber gleichzeitig sagen sie uns auch, da gibt es kein Selbst. Wer ist es dann, der denn gerade sitzt? You know what I mean? So it's just that, basically. And they're quite proud of that. The Buddhists are actually the real Buddhist teachers are quite proud of having this two ingredient called wisdom and method. And they're basically, they sort of cancel each other. Und so ist eigentlich der gesamte Buddhismus gestrickt. Und die Buddhisten sind auch sehr stolz darüber, dass sie diese beiden haben. Auf der einen Seite Weisheit, auf der anderen Seite Methode und dass die sich gegenseitig irgendwie auslöschen. This is important because otherwise you get, what do they call it? Polarized, sort of right or left, wisdom or method. Black tea, remember, or anything goes. Und das ist wichtig, um jegliche Art des Polarisierens zu vermeiden, dass man nicht so in Extreme fällt wie richtig oder falsch oder schwarzer Tee oder alles ist okay. Everywhere you will find this. For instance, the Vajracchedika Sutra, one of the most important sutra. I think it's called, badly translated as Diamond Sutra. Das ist wirklich wichtig. Im Diamant-Sutra heißt es auch, das Vajracchedika-Sutra. Buddha taught and taught and taught. And then finally Buddha asked Subhuti, did Buddha taught? And the Subhuti said, no. And then Buddha said, excellent. Und nach vielen Stunden der Belehrung fragte Buddha dann Subhuti, der da als Zuhörer saß, hat der Buddha gelehrt? Und Subhuti sagte, nein. Und Buddha sagte, excellent. Yeah, so that's why if you want to have, if you are a pursuer of this kind of sanity, then I think Buddhism is quite good. Und wenn du nach so einer Art von Gesundheit strebst, dann ist Buddhismus wohl was ganz Gutes für dich. And you should not think that as a Westerner, we cannot be a Buddhist practitioner. If the Tibetans can be Buddhists, you guys definitely can be Buddhists. You guys have people like Nietzsche, Kant, like Wittgenstein, you know, these guys, they're very good. Und manchmal denken wir vielleicht als Westler, wir könnten keine guten Buddhisten sein. Aber Rinpoche sagt, wenn Tibeter das können, natürlich können wir das dann. Wir haben ja solche Leute wie Nietzsche, Kant oder Wittgenstein. If not for Buddhism, Tibetans, it's very, almost like a identical twin sort of, to Taliban. They are, you think about it. Und wenn es nicht den Buddhismus gäbe, wären Tibeter fast wie so eineige Zwillinge mit den Taliban. Denk mal drüber nach. Parochial, right? What do you call it? People who are so in love with their own culture. Parochial and like loyal. You know, all of that mixed. They're all, like
loyalty, honesty, I don't know. Yeah, this, loyalty, stuff like this is good and it's bad. And, Diese Eigenschaften, so verliebt in die eigene Kultur zu sein, so loyal diesbezüglich oder so ehrlich sein zu wollen, dieses Gut und Schlecht denken, solche Dinge. Okay, maybe because we need to sort of finish that. What's the next one? The next one is tantric topics or tantric misunderstandings. Shall I read the paragraph sort of? Okay, I think good. In Europe, there are many misunderstandings about Tantra. Often it is synonymous with sexual practices. Even though Tantra is more than sex, could sex be also a method to reach or benefit others? How to deal with wrong ideas about Tantra that our non-Buddhist friends harbor? How much can I share tantric contents without overstepping the tantric secrecy or breaching my samayas? Could you provide some guidelines on how to be a tantric practitioner in Europe, being surrounded by non-Buddhists? What is the purpose of a tantric sangha of lay practitioners in Europe today? In German, also tantrische Missverständnisse, ist die Überschrift. In Europa gibt es viele Missverständnisse in Bezug auf Tantra. Oft wird es gleichgestellt mit sexuellen Praktiken. Und obwohl Tantra ja mehr als Sex ist, könnte Sex dennoch als Methode benutzt werden, um andere zu erreichen oder ihnen zu nutzen. Wie können wir mit falschen Vorstellungen in Bezug auf Tantra, die unsere nicht-buddhistischen Freunde vielleicht haben, umgehen? Wie viel kann ich über tantrische Inhalte sprechen, ohne die tantrische Geheimhaltung oder meine Samayas zu übertreten? Könnte Rinpoche bitte vielleicht einen Leitfaden erstellen, wie man sich als tantrische Praktizierende in Europa verhalten möge, wo wir ja so umgeben sind von Nicht-Buddhisten? Was ist Sinn und Zweck einer tantrischen Sangha von Laienpraktizierenden im heutigen Europa? The concern about how to behave or how to sort of manifest oneself as a tantrika surrounded by the non-Buddhists. Let's deal with that first. Dann lasst uns mit der Frage über das Verhalten anfangen, wie wir uns verhalten sollten als tantrische Praktizierende innerhalb von nicht-buddhistischen Menschen. Actually, that challenge is much higher among the Buddhists. Und das ist ja eine größere Herausforderung innerhalb der Buddhisten. Like if I'm in Taiwan, I have to behave. Wenn Rinpoche in Taiwan ist, muss er sich gut verhalten. They are Mahayana Buddhists. Da muss er sich gut benehmen, weil da sind Mahayana-Buddhisten. Which I respect also very much. Die ich auch sehr viel respektiere, sagt Rinpoche. These Mahayana Buddhists, they look at us Tantrikas, it's like a disgraced Buddhism. Aber die Mahayana-Buddhisten schauen uns tantrische Buddhisten an und denken, ja, es ist wirklich eine Schande, was ihr da macht als Buddhisten. These are the forces that denigrate Shakyamuni's teachings. Das sind quasi die Kräfte, die Buddha Shakyamunis Belehrungen zum Degenerieren bringen. Not only recently, historically it's like this. Und das ist keine Bewegung aus der jetzigen Zeit, sondern das gibt es schon in der Geschichte so. Well, and also can't blame them because many of these tantrikas also, they're not skillful. Und man kann den Mahayana-Praktizierenden auch keinen Vorwurf machen, dass sie das sagen, weil viele tantrische Praktizierende sind einfach nicht wirklich geschickt. Here in Berlin, at worst, I'm a cult leader. Und
das Schlimmste, was man hier in Berlin über ihn denken könnte, dass er ein Anführer eines Kultes wäre. So, but to be accused as a denigrator of the Shakyamuni Buddha hurts. But culture, yeah, why not? I almost like it. Aber so als Schande für die Belehrung von Buddha Shakyamuni verstanden zu werden, das tut weh. Aber ein Anführer eines Kultes zu sein, warum nicht? Wollte er schon immer mal. It's like this, really. So there is actually, the Tantra knows this. Tantra and the Tantrikas from the long time before, they know this. Aber das ist nichts Neues. Das wurde im Tantra schon gelehrt und die tantrischen Praktizierenden von lange her wussten davon. That's why they always kept it so secret. Deswegen haben sie das immer so geheim gehalten. But of course, when you keep things secretly, it also, you have to pay the price for that too, especially if things leaks out. Aber Geheimhaltung hat auch seinen Preis, insbesondere wenn Dinge nach außen dringen. But there's so many stories like that, right? Like a Saraha, the father of the Mahamudra. Da gibt es so viele Geschichten darüber, wie zum Beispiel auch in Bezug auf Saraha, dem Vater der Mahamudra-Tradition. Naropa. Ja, in Europa. And Virupa, one of the father of the path and the fruit teaching, the Sakyapa. Oder Virupa, der Vater der Belehrung über Pfad und Frucht innerhalb der Sakya-Tradition. They were all like a dean and the professor in the Nalanda University. Die waren alle an einer gehobenen Stellung oder sogar Professoren in der Nalanda-Universität. And yeah, they had to sneak out. Und die mussten heimlich abhauen. Because, it's a bit like, I don't know, like a Sorbonne University or Oxford, chancellor of, chancellor or the dean of the Oxford University, getting the highest sort of lessons from, I don't know, somebody, somewhere in a very shady place. It's like that. Das kann man sich so vorstellen, wie vielleicht in der Universität von Sorbonne oder Oxford, wenn dann da der höchste Professor oder Dekan vielleicht von irgendjemand in einer schäbigen Straße, von irgendjemand da irgendwelche Belehrungen erhält. Okay. Well, keeping it secret is, okay, let's talk about this secrecy, guhya. Guhya. In Sanskrit, it's called guhya. This is a really big subject. Und hier gab es das Wort Geheimhaltung in der Frage, das ist auf Sanskrit Guhya. Und das ist ein wichtiges und großes Thema. It can be explained in many levels. Welches auf verschiedenen Ebenen erklärt werden kann. I think right now, people only understand on the level of keeping things secretly, like hiding, kind of in the context of hiding, not revealing. Und man versteht es vielleicht auf so einer oberflächlichen Ebene normalerweise, dass man irgendwas so geheim hält, weil man es versteckt irgendwie vor jemand. But many times it's also self-hidden. Aber manchmal ist es auch selbst versteckt oder es versteckt sich selbst. It's like a ore, doesn't remotely look like a gold. Es ist wie ein Erz, was überhaupt nicht aussieht wie Gold. But it's gold. Aber es ist Gold. So, or in the street, people who don't know,
You just not even look at it. It's like a piece of stone. Und wenn man da so Erz auf der Straße liegen hätte, würden Leute einfach, ohne dahin zu schauen, vorbeilaufen, weil sie denken, das ist einfach bloß ein Stein. Now, from the tantric point of view, you are like the ore. Aus tantrischer Sicht sind wir alle dieses Erz. We are all like a ore. So, therefore, we are gold. Wir sind alle wie ein Erz, daher sind wir Gold. But you go and try tonight in a restaurant. Hey, you know, I'm perfect as I am. They will think you are crazy. Aber versucht es mal heute Abend im Restaurant, geht da rein und sagt, hey, ich bin perfekt, so wie ich bin. Die werden uns für verrückt erklären. I mean, forget them. You yourself don't believe that you are perfect. Aber vergesst die anderen. Ihr selbst glaubt doch nicht, dass ihr perfekt seid. So see, there is the hidden, you know, secrecy, secret. So it's a self-secret. Das ist vor sich selbst geheim gehalten quasi. That's one level. Another level of secrecy is Das ist eine Ebene der Geheimhaltung. Die zweite oder nächste Ebene, depending now that's more on the communication level. das besteht mehr auf der Kommunikationsebene. If the person is not ready to hear, you better tell something else. Wenn die Person nicht bereit ist, etwas zu hören, dann musst du was anderes erzählen. If you are a scientist, gravity phenomena scientist, Und wenn du ein Wissenschaftler ist, der sich mit der Schwerkrafttheorie auskennt oder beschäftigt, and if you have a baby who is about to fall from the window, und wenn du da ein Baby irgendwie auf der Fensterbank sitzen hast, das da fast rausfällt, there's no point of giving the 1-year-old baby the consequence of the gravity and all of that. dann besteht da kein Sinn und Zweck in dem Moment, dann über die Schwerkraft theoretisch zu reden. Better to show chocolates and, I don't know, dolls and rattle toys. Sondern dann ist es besser, vielleicht ein bisschen Schokolade zu zeigen, eine Puppe oder mit irgendwelchen Spielzeug rascheln. To distract the kids from the danger. Um dieses einjährige Kind vor der Gefahr zu schützen. So, see, that kind of secrecy. Don't tell, you know, don't tell things that people won't understand, and then you put them into danger. Better not. Das bedeutet, dass man besser nicht irgendetwas anderen sagt, was die in Gefahr bringen würde. Dann ist es besser zu schweigen. Now, how much can I share tantric contents without overstepping? Bit too late. Die Frage ist hier, wie viel kann ich tantrische Inhalte teilen, ohne eben diese Dinge zu übertreten? Bisschen zu spät, sagt Rinpoche. Jeff Bezos and Mark Zuckerberg it's already there. Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg, die haben schon dafür gesorgt, dass alles verbreitet ist. But Aber as a tantrika, doesn't matter. als für einen tantrischen Praktizieren macht es aber auf der anderen Seite auch nichts. If I am your tantric guru, Wenn Rinpoche unser tantrischer Guru ist and if I tell you, und er uns sagt, after this teaching tonight, after this discussion, never for next 9 years tell anyone that you receive these teachings. That is your tantric sadhana. wenn er unser tantrischer Meister ist und uns dann heute Abend nach dieser Nachmittagsdiskussion sagt, dass wir für die nächsten 9 Jahre mit niemandem darüber sprechen sollten, dass es diese Veranstaltung heute gab, das wäre dann eure tantrische Sadhana, wenn ihr das einhaltet. And if somebody show you, no, you are there, here's the photo. Und wenn jemand sagt, Moment mal, ich habe doch hier das Foto von dir, du warst doch da.
with a straight face, you said, no, that's a Photoshopped. Dann mit Pokerface sagst du, nein, das ist Photoshoppt. By lying, you accumulate merit. Durch diese Lügen sammelst du Verdienst an. That is the tantric wisdom of going out of box. Und das ist die tantische Weisheit, aus den Schubladendenken herauszukommen. It's really, what do you call it? See, lot of the time, the tantric secrets is like this. Ganz oft sind die tantischen Geheimhaltungen der Art. There's so many like this. Da gibt es so viele davon. Those who, for instance, practice Tara, Die Tara-Praktizierenden unter euch, you know, like, and those who are practicing, let's say, yogini practices. oder die Yogini-Praktiken ausführen. Of course, nowadays the tantric practice is only on the aspiration level. Natürlich, heutzutage ist die tantrische Praxis eher so auf der Ebene des Wunsches. No one really has the guts to do it, right? Aber niemand hat wirklich das Zeug oder den Mut, das tatsächlich zu praktizieren. But, you know, you should try to generate this guts. Aber wir sollten diesen Mut entwickeln. And so, wait. Okay, but there are other issues. Aber da gibt es noch weitere Themen. Really depends, you know, it depends on you might not want to tell your Zoroastrian girlfriend or a boyfriend that you are practicing Krodikali with a pig head. Zoroastrian? Sorry. Doesn't matter, just make up anything. Und natürlich sollte man vielleicht nicht unserer zoroastrischen Freundin oder Freund sagen, dass wir Krodikali praktizieren, weil die hat so einen Kopf einer Sau. You know, some of these people already think that you need to be saved. Denn manche von denen denken ja schon, dass wir gerettet werden müssten. And then you show them some black woman with a two head, one of the head is a pig. They think that's it. Und wenn du dann denen so ein Bild zeigst mit zwei schwarzen Frauen und eine hat einen Kopf einer Sau, dann denken die, okay, das war's. You really need to be saved, isn't it? Du musst wirklich gerettet werden, denken die. And with that, what you will do is you will end up distancing them approaching to the Tantra. Und was das Resultat davon ist, dass du eine Bedingung dafür bist, dass die sich vom Tantra entfernen. Okay, so there's that. Now, the more contentious stuff. Und das ist das. Und dann mehr hier das Herz der Dinge hier. The Guru manifestation. Die Manifestation des Guru. Okay. First, you really need to know this. Guru cannot be appointed by an institution. Ein Guru kann nicht durch irgendeine Institution benannt werden oder autorisiert werden. It's not in the Tantra like that. Das wird so nicht gelehrt in den Tantras. But again here, there is a fault that may have been created by the Tibetans a bit. Aber da gibt es auch wieder so einen Fehler, der wahrscheinlich tibetischen Ursprung hat. Okay, so we are talking about 100 years ago in Tibet, okay? Also vielleicht so 100 Jahre zuvor in Tibet. So you are in this small village. Stellt euch vor, ihr seid da in dem kleinen Dorf. Of course, there's no Facebook that time. Of course, there's no even car or train. So your next village is about whole days walking, probably.
Und da gab es natürlich kein Facebook und sowas, es gab ja noch nicht mal Autos oder irgendwelche Dinge. Das heißt, das Nachbardorf ist schon einen ganzen Tagesausflug entfernt. So you have belonged to this village, and in this village there is a small monastery. Small monastery has this guru. Your great grandfather has followed this, the lineage of this village monastery. So you are also expected to follow that. Yeah, that's not Buddhism. That's just Tibetan culture. Und dann bist du da in dem kleinen Dorf und da gibt es auch ein kleines Kloster und da gibt es auch einen Guru in dem Kloster und dein Urgroßvater hat auch schon diese Linie gefolgt. Und deswegen wird erwartet, dass du es auch machst und du machst es dann auch. Aber das ist Kultur und kein Buddhismus. I have to be a little bit fair with the Tibetans here. The Tibetan culture did also serve the Dharma quite in a very, yes, it has served Tibetan, Buddhism. It's very complicated. Aber natürlich muss Rinpoche auch fair sein der tibetischen Kultur gegenüber. Die hat natürlich dem tibetischen Buddhismus auch sehr gedient. Now, what you need to know is if you take a guru, Tantric guru, we are talking, the other doesn't matter, Tantric guru. This is your personal adventure. You need to decide this. Was wir wissen müssen, ist, wenn wir einen tantrischen Guru, und es geht hier nur um tantrische Gurus, andere Gurus ist jetzt was anderes, das ist was ganz individuell Persönliches. It's a really difficult one. Und ein sehr heikles. But Tantra always tells you to analyze the guru. Guru must analyze the student. Student must analyze the guru. That, of course. Aber die tantrischen Schriften sagen immer, prüfe. Guru muss uns prüfen und wir müssen den Guru prüfen. Even with the dating apps, you analyze, right? Selbst mit diesen Dating-Apps, kennt ihr, oder? How he or she looks and have a little bit of a conversation. And then after a few months, you meet and then look into each other. What do you eat? Do you eat anchovies? All of that you analyze. Und da lernt man sich ja ganz Schritt für Schritt kennen. Was machst du, wo kommst du her? Und dann, ja, was isst du? Man trifft sich vielleicht nach ein paar Monaten und man prüft alles. Isst du Anchovies oder nein? Und so analysiert man oder prüft sich gegenseitig. And then if this person seems to like the podcast that you listen, it's good. It's a plus point. Und wenn ihr beide den gleichen Podcast hört, Bonuspunkt. If this person is listening to another music, you can always take this as an opportunity to be open-minded. Wenn die andere Person einen anderen Musikgeschmack hat, dann ist das immer eine Möglichkeit, einen offenen Geist zu entwickeln. And then finally, you have to take an adventure. The ring, the wedding, the marriage. It's an adventure, isn't it? Und dann schließlich muss man das Abenteuer eingehen. Den Ring, das Heiraten, das ist ein Abenteuer, oder? Yes, it is possible that after marriage, 12 years later, you find your partner has a tail. Oder es kann dann aber sein, dass man 12 Jahre nach der Heirat oder in der Heirat, also im Eheleben, dann erkennt, dass unser Partner oder Partnerin einen Schweif hat. You'd love him or her dearly, but wow, what to do with the tail? Du liebst diese Person wirklich von ganzem Herzen, aber er oder sie hat einen Schweif. And especially if your beloved partner says, don't tell anyone. Insbesondere, wenn die Person uns sagt, keinem weitersagen. Wow, that's difficult. But this is an adventure you have to take. Und das ist, ja, was Herausforderndes oder Heikles, aber das ist ein Abenteuer, das du eingehen musst.
But remember, I was telling you, going out of the box, this is very much one of it. It's really like that. You can always climb rolling English hills. You can also choose to climb Everest Mountain. Und das ist das, was Rinpoche vorher sagte, dass wir dieses Schubladendenken aufgeben müssen. Und wir können natürlich immer auf der sicheren Seite sein oder wir können uns auch entscheiden, den Everest zu besteigen. Yeah, but this is a difficult one. This is a difficult subject. Aber das ist ein schwieriges Thema. Yeah. Especially nowadays, gurus, the whole guru and all of that, understandably fall into the basket of the power position, right? In fact, what I'm saying is this power position is something that you decided to give this person. You understand? Und ja, Guru ist immer so, ja, ein großes Thema und insbesondere auch, und das verständlicherweise, weil der Guru immer so eine Machtposition hat. Aber wir müssen auch verstehen, dass wir diejenigen sind, die dem Guru so eine Macht geben. Analysis still encouraged, by the way. Zu prüfen, zu checken oder zu analysieren, ist immer noch richtig. But it is possible your connection, your karmic connection, your feeling can really just unbearably make you decide things. Yes. Aber es kann eben auch sein, dass es unsere karmische Verbindung oder unser Gefühl ist, die da versucht, diese Entscheidung zu treffen. Yes, of course. We can always have a board of, guru guild, like, call it guru. Something like a Hague guru, sort of organization that really sort of keep tab on gurus. We can always have that, but those are easily corruptible. Und klar, man könnte auch irgend so eine Organisation ins Leben rufen, wo Gurus geprüft werden für uns und so weiter. Aber das wäre irgendwie zu bequem. But, there's always an adventure taker, isn't it? There's always. Aber wenn man abenteuerlustig ist, gibt es da immer dieses Abenteuer, was wir eingehen könnten. But you have to know, currently the world seems to be so obsessed with the safetyism. Aber man muss sich auch bewusst machen, dass heutzutage die Welt so sehr beschäftigt damit immer, dass alles immer sicher sein muss. Alles muss abgesichert sein. Everything need to be, checked, rechecked, confirm, make sure that, Alles muss immer wieder geprüft und wieder geprüft werden und bestätigt werden und so weiter. So, yes, there's this safetyism, but it's in your hand now. Da gibt es eben dieses Sicherheitsdenken die ganze Zeit, aber es liegt an uns. Oh, the next question is about Guru. Yes. Okay. Yes, the Guru, to be close to the Guru is beneficial, but close has a lot of different definition. Okay, briefly the question, the first one here. In many life stories of many great masters, it is obvious that the closeness to the Guru was very beneficial. Unfortunately, nowadays, our gurus are often way too busy or geographically way too distant. What solutions would you suggest? In vielen Lebensgeschichten vieler Meister ist es deutlich, dass die Nähe zum Guru sehr nützlich war.
unglücklicherweise ist es heutzutage so, dass die Gurus zu beschäftigt sind oder zu weit weg wohnen. Welche Lösung würdest du vorschlagen? Und Rinpoche sagte, diese Nähe zum Guru ist wichtig, aber die muss man auch verstehen, was damit gemeint ist. In fact, actually for the beginners, for some time, Shakyamuni Buddha also advised not to stay with the master or the guru too long. Und für die Anfängerinnen und Anfänger hatte auch Buddha Shakyamuni schon gesagt, wäre es wichtig, nicht zu nah oder zu lange zu nah zu sein zum Guru. Keep distant, safe distant. Sondern dass man also einen Sicherheitsabstand einhält. Especially in the Vajrayana also this is taught. Insbesondere im Vajrayana. You know, not necessarily because it's his or her fault, but it's also, you know, you yourself have a lot of complication. Und es ist nicht so, dass es unbedingt die Schuld der anderen Person ist, sondern dass wir eben auch nicht ganz einfach sind. You may just, and it can triggered by something so small. Und unsere inneren Komplikationen können durch was ganz Kleines schon getriggert werden. Things like you just can't stand that your guru eats extra onion. Zum Beispiel, dass du es einfach nicht aushalten kannst, dass dein Guru eine extra Portion Zwiebeln isst. Yeah, really, small things can trigger, and then, you know, it will ruin the whole enlightenment path. Solche kleinen Dinge können es triggern und das kann den ganzen Erleuchtungspfad irgendwie ruinieren. But again, for those who are matured, then because you want to take adventure, right? Then you'll go with the 2 kilos of onion as an offering to the guru. Aber Yes. diejenigen, You have to do this. die sozusagen innerlich angereift sind und bereit sind für ein Abenteuer, die holen dann 2 Kilo Zwiebeln und bringen das dann zum Guru als ein zum Darbringen. And yes, as we discussed earlier, the charlatan situation. And this charlatan situation, the bad guru, this is nothing new. It existed even Buddha's time. Und die nächste Frage hier, maybe I just read it. Because of many incidents of ethical misconduct or charlatanry, the term guru has very negative connotations in the West. How to re-establish a healthy or respectful understanding of guru in Europe? Aufgrund von verschiedenen Ereignissen des ethischen Fehlverhaltens oder von Charlatanerei ist der Begriff Guru eher negativ besetzt im Westen. Und wie können wir diesen Begriff Guru in Europa wieder gesund und respektvoll reetablieren? Und Rinpoche sagte, ja, diese Charlatanerei, das gab es schon immer. Das war schon immer dabei. Yes, it has always been there. War schon immer dabei. And many times they're really good at propagating the Dharma, much better than the genuine ones. Manchmal sind die Charlatane besonders gut darin, den Dharma zu verbreiten, manchmal viel besser als die authentischen. They have to sort of work extra hard, you see. Denn die müssen sich ja extra anstrengen. They are also a little bit bold. Und die sind vielleicht auch etwas mutiger. Yes, that danger is always there. Und das stimmt, das ist richtig. Diese Gefahr besteht immer. There is safety measure if people have time to sort of look in, if they can pay some attention, there is. Und natürlich gibt es da ein Sicherheitsnetz, wenn die Leute sich Zeit nehmen und wirklich gut schauen und prüfen. This whole, method of analyzing. Diese ganze Methode des Prüfens oder Analysierens. And then this is where the lineage also tend to be important. Und in diesem Kontext ist dann auch die Überlieferungslinie wichtig. There are many charlatans or
who claim themselves gurus, they don't really have lineages. Es gibt viele Scharlatane und die selbsternannten Gurus, die einfach keine Überlieferungslinie haben. In fact, probably not anymore, but up till recently, it was a trend, isn't it? Some of these so-called gurus, they kind of claiming that it sort of got revealed somewhere, revelation, and people sort of like that too. Und das war auch kürzlich öfter mal so der Fall und Leute mochten das, wenn jemand so sagte, ja, das hat sich mir hier oder dort offenbart, da habe ich das und das enthüllt. Und ja, wie gesagt, die Leute mochten sowas. But this is where you need to really pay some attention, because also quakes are many times good at healing, solving the problems, quakes. Und ja, müssen wir trotzdem vorsichtig sein. Aber interessanterweise sind auch manchmal eben Quacksalber wirklich gut darin, Leute zu heilen. But you have to put your life in their hand. Aber man muss das eigene Leben in deren Hände geben. Well, not just in Europe, I would stick with the traditional way of assessing the guru. Und nicht nur in Europa, sondern ich würde die traditionelle Weise vorschlagen, wie man sich dem Guru annähert. Okay, the first one, one is whether he's learned or not. That's kind of easy, but that's also not the most important. Erstes Kriterium, vielleicht ist diese Person gelehrt oder nicht. Das ist irgendwie einfach rauszufinden, aber auch auf der anderen Seite nicht das Wichtigste. Second, whether he walks the talk or not, whether is he or she disciplined, does he practice what he teach? That's quite important. Und das Zweite ist, ob die Person wirklich das lebt, was sie lehrt. Da geht es also um Disziplin. Das ist wirklich auch wichtig. Third is the most important, kindness. Das Dritte und Wichtigste, Güte. When I say kindness, I'm not talking about giving you shelter, food, money, hug, I don't know, like emotional support. That's also good, but that's not what I'm talking about. Aber hier mit Güte meint Rinpoche nicht, dass diese Person uns Geld, Essen, Schutz, emotionale Unterstützung, ein Lächeln und so weiter schenkt. Ist auch nett, aber ist nicht alles. He or she should be interested in your awakened state. Sondern diese Person, die sollte interessiert sein und es sollte dieser Person daran liegen, dass wir Erleuchtung erreichen. Yeah. And also, he or she need to really believe in the three jewels and the karma. Very important. Und auch ein sehr wichtiger Punkt, diese Person muss Vertrauen haben in die 3 Juwelen und das Prinzip von Karma. Okay, the last question. Tulkus, why are most tulkus still male and from an Asian background? Wouldn't more variety be helpful to reach more people? What would be done in this regard? Die letzte Frage über Tulkus. Warum sind die meisten Tulkus immer noch männlich und aus Asien? Wäre nicht eine Vielfalt hilfreicher, um mehr Leute zu erreichen? Was könnte man diesbezüglich tun? Word Tulku, Avatar, Nirmanakaya is actually Buddhist term. Und dieser Begriff Tulku, Avatar oder Nirmanakaya ist tatsächlich ein buddhistischer Begriff. Strictly from the Buddhist point of view, Tulku avatar manifestation can be a breeze, a bridge, or a strawberry even. Und ein Tulku-Avatar und eine Manakaya könnte auch eine Brücke sein oder ein kalter Luftzug
oder eine Erdbeere. Man, woman, doesn't matter. 72 other genders. Kann ein Mann sein, eine Frau oder eins der anderen 72 Geschlechter From the Buddhist point of view. aus buddhistischer Sicht. Tibetan, again, we are coming back to the culture now. Und in die Tibeter, und das ist jetzt wieder, wo wir zurück zur Kultur kommen. Yes. Tibetan, generally Asians, especially Tibetan, since I know the Tibetan phenomena, yes, there is this sort of imbalance. Und ja, Asien oder besonders tibetisch, und Rinpoche kennt natürlich dieses tibetische Tulku-Phänomen. Ja, da ist auf jeden Fall so ein Ungleichgewicht. I think, always the culture is so strong, so much strong. Und ja, Kultur hat immer einen starken Einfluss. Really, if you look at teachers, leaders, I don't know, Und wenn ihr Lehrer, Lehrerinnen anguckt oder Anführerinnen und Anführer, motivators, inspirers, influencers, oder Motivationstrainer, inspirierende Leute oder die Influencer, they can be really outrageous, they can be really avant-garde, they can be really, liberating. But there's always one or two things, depending on the who he or she is dealing. There's always few things left behind. You have to. und die können sehr unverfroren sein oder avantgarde und können auch sehr befreiend sein, aber da gibt es immer so 2, 3 Dinge, die so zurückgelassen werden, und das muss so sein. You can tell this everywhere in Buddhist teachings. Das können wir in ganz verschiedenen buddhistischen Belehrungen finden. The moment the word Shakyamuni Buddha is uttered, one thinks about serene, ascetic, begging bowl, begging alms, gently walking, because these criteria fit in those days, and today also. Ascetic, we love ascetics, right? Very romantic. So then Shakyamuni Buddha looks like that. Und sobald wir das Wort Buddha Shakyamuni hören, so funktionieren wir, dann denken wir, jemand, der sehr besonnen ist und der da um Almosen bittet mit einer Bettelschale und so weiter und der ganz sanft dahinschreitet. So denken wir, weil wir irgendwie so eine romantische Vorstellung haben von Askese. Das ist so, wie wir denken. If Shakyamuni Buddha came with a stretched Humvee, with a cowboy boots, French beret, chewing a big Havana cigar. Yeah, some of you, of course, because you are disciple of superior faculties. So, of course, some of you will follow, but the others, who is this gangster? Und wenn jemand dann so ganz besonders angezogen ist mit Cowboystiefeln, französischer Mütze, Havanna-Zigarre und so weiter, dann würde man, klar, wenn man jetzt die besten Fähigkeiten hat, kann man da immer noch diese Hingabe und Vertrauen entwickeln. Aber viele andere würden sagen, wer ist dieser Gangster? There is that kind of guru also, by the way. Und genau Havana cigar and stretch Humvee is nothing. That's very cowardly. Und es gibt eben auch solche Gurus. Und einfach sich nur so anzuziehen, das ist eigentlich nichts. Das ist immer noch was sehr Feiges. I mean, Vajradhara, Denkt an Vajradhara. that's like going really quite far, actually, if you think about the way he dresses. Wenn ihr darüber nachdenkt, wie er angezogen ist, das ist wirklich sehr weit gegangen, sehr mutig. Then all the, Vajrayogini,
Are you sure you will invite her for your social gathering? Und Vacciolini, würdet ihr sie mitbringen zu eurem Freundeskreis? You know? So, anyway, having said all of this kind of cultural hang-up has to be changed, of course. If not within the Tibetan society, for others, this hang-up is not required. Und ja, obwohl all dies gesagt hat, natürlich so kulturelle Marotten müssen verändert werden und geändert werden und abgelegt werden in Tibet oder auch woanders. But actually, frankly speaking, if you want to become activist in promoting female or transgender dharma, whatever teacher, I would suggest not to promote a tulku system because it's kind of outdated anyway. It's kind of no need. Und ja, wenn ihr Aktivisten sein wollt und Lehrerinnen oder Transgender Lehrerinnen und Lehrer in die Position zu bringen, dann macht es, aber ihr kümmert euch nicht so sehr um dieses Tulku-System dabei. Das ist eh schon ziemlich überholt und brauchen wir nicht unbedingt. I think we should promote, train YouTubers, Influencers. Und wir sollten wirklich ja YouTuber oder Influencer unterstützen und nach vorne bringen. There's already few I've seen. Rinpoche hat schon einige gesehen. Some of the things that they do is a bit strange, but I try to look other way. Manchmal machen die ein paar merkwürdige Sachen, aber da schaut er einfach weg. I try to assess. Aber er versucht, ja, das zu prüfen, zu bewerten, was da gemacht wird. They bring ideas, things like you need empathy. They're Buddhists, by the way. Some of these kids I know. Empathy, the value of empathy. Und die sprechen über die Wichtigkeit und Notwendigkeit, Empathie zu haben. Wir müssen Empathie haben. Manche von denen sind Buddhisten, das weiß Rinpoche, und die lernen darüber oder sprechen darüber. Yeah, and then they dress very strange, which doesn't matter, which I like. Und dann ziehen sie sich ganz merkwürdig oder schräg an, aber macht nichts und er mag es auch. But one of them, she sort of claimed that she's Vajrayogini's incarnation. Then I feel, oh gosh. Aber eine von denen behauptet, sie sei eine Inkarnation von Vajrayogini und ja, das ist ein bisschen viel. But I did not outright object that because, first of all, who am I, right? Maybe she is. Aber er möchte das nicht so komplett prinzipiell verwerfen, denn ja, wer ist er, sagt er, dass er das entscheiden könnte. And then I've also seen some of her, what do you call it, fan? They say, oh, you know, she's Vajrayogini. She tells me this. Hat auch von vielen Fans, die dann schreiben oder so, ja, sie ist Vajrayogini. What do I think? You know, they're asking me. Ja, und die Fans von ihr fragen dann Rinpoche, was er darüber denkt. Oh, really? Is as much as I could do it. Und die einzige Antwort, die ihm darauf einfällt, ist wirklich. But some of these people, they reached so many people, much more. Aber manche dieser Leute, die erreichen so viel mehr Leute als andere. So that is the situation. Das ist die Situation. Okay, things are getting really hot here. Okay, es wird wirklich heiß hier. Again, I want to say, your enthusiasm to sit through, to have come here and then sit through this, you know,
heat and all that. It's very, very encouraging for the Buddha Dharma. Nothing to do with me, but you came here for the Buddha Dharma, which is really encouraging. Und Ihr Rinpoche möchte nochmal betonen, dass ihr hier alle so lange sitzt und dabei geblieben seid, ist sehr ermutigend für ihn zu sehen, weil es euer Interesse am Buddha Dharma zeigt. Es geht ja nicht um ihn hier, sondern ihr seid ja hier für den Buddha Dharma. I'm trying to worry for Buddha Dharma, so I will speak like this. Und Rinpoche wurde so erzogen, sich um das lange Leben des Buddha Dharma zu sorgen. Deswegen spricht er so, wie er spricht. And yes, please generate concern for the longevity of the Buddha Dharma. Und bitte, ja, habt diese Sorge. Kümmert euch darum, dass der Buddha Dharma lange lebt. Because this concern includes everything. Love, compassion, saving earth, everything. Denn das beinhaltet alles. Liebe, Mitgefühl, die Erde retten und so weiter. And I'm speaking this to those who are Buddhist. Und das sage ich denen hier, die Buddhistinnen oder Buddhisten sind. Those who are not, I'm also very happy that we, as a Buddhist, I believe in karma. So the karmic wind has blown and placed you here. Und für die Nicht-Buddhistinnen und Buddhisten ist Rinpoche auch sehr froh, dass ihr alle hier seid. Wir Buddhisten glauben ja an Karma und gehen dann davon aus, dass der karmische Wind uns hier zusammengebracht hat. Okay. I will recite 3 auspicious verses. Rinpoche wird 3 glücksverheißende Gebete oder Verse rezitieren, nicht Gebete, Verse. So that you will have auspiciousness. Dass wir mehr Glücksverheißendes in unserem Leben haben. Okay. Take care, stay out of trouble. Okay. Sorgt gut für euch und haltet euch von Problemen fern. Yeah, thank you so much, Rinpoche. And please come back and teach us again. I hope you're all joining me in this aspiration. And yes, do it. And thank you so much to the wonderful Delphi team who was so kind to us and hosted us here. Thank you. And thank you all for coming.